Meinst du, wenn du Blade gewählt hättest, wärst du jetzt weiter als beim Jester? Wahrscheinlich nicht. Also ich würde sagen, ein paar Level höher wahrscheinlich. Vielleicht so 149. Aber equipment-technisch wahrscheinlich nicht wirklich sehr viel weiter, weil Blade ja auch teurer ist. Aber ich denke mal, das gleiche Equipment hätte ich schon. Ziemlich sicher. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht wirklich krass, was ich habe. Und ja. Wo es wirklich sich die Spreu von der Weizen trennt, ist vom Weizen. Ist 150er Equipment. Also bisher auch, ich meine klar, 135er Set und so weiter wäre auch alles teurer gewesen. Aber da redet man ja noch nicht von Milliarden oder von Tausenden von F-Coins. Da wären es halt einmalig 1000 F-Coin mehr oder so bisher gewesen. Oder auch die zweite Bloody Axe, ja, sind es halt einmalig 2000 F-Coin mehr. Aber ist alles nicht so krass. Aber das 150er Zeug, da wird es halt krass. Weil das erste Jojo, was ich mal gesehen hatte vor einer Woche, hatte, glaube ich, ein Current Offer von 13.000 F-Coin. Und gestern habe ich Extra Fairness gesehen mit Current Offer 65.000. Und da liegt schon eine Woche dazwischen. Und das Jojo war quasi vor einer Woche. Keine Ahnung, für wie viel das Jojo dann tatsächlich wegging. Jetzt sagt gerade jeder, dass es immer teurer wird. Aber gut, wenn es für 13.000 am Anfang verkauft wurde, das ist ja auch echt ziemlich günstig gewesen. Für ein Item, das quasi einmal existiert auf dem Server. Und ja, aber jetzt ist eben der Punkt, also 150er Zeug, jetzt kommt da dann der Punkt, das ist das, warum man die ganze Zeit sagt, Blade ist so teuer und Jester so günstig und so. Das ist jetzt da, wo es sich wirklich unterscheidet. Bei 105er Equipment, 120er Bloody-Waffen und 135er Sets, da ist auch Blade am teuersten, aber da zahlt ja keiner 20.000 F-Coin für eine cleane Sache, das zahlt ja keiner. Und das Zeug ist ja auch nicht so selten. Das kannst du ja trotzdem bei jedem x-beliebigen Monster droppen. Bloody-Waffen kann man einfach craften. Also rein vom Prinzip her sind alle Bloody-Waffen gleich viel wert, weil du alle craften kannst. Also rein vom Grundsätzlichen her. Also eigentlich dürfte eine Bloody-Waffe gar nicht teurer sein als eine andere. Natürlich nur schon durch Angebot und Nachfrage. Aber rein vom Ding her werden fast alle Bloody-Waffen gecraftet auf so einem FEC-Server. Und der Crafting-Prozess ist bei jeder Waffe der gleiche. Und wie gesagt, also das sind alles so minimale Unterschiede, wo du halt einmalig 1000, 2000 F-Coins mehr zahlst oder so, aber das ist ja nicht viel. Das kann man sich ja auch alles Free-to-Play easy erspielen. Da hast du dann 10, 20 A-Projects weniger auf dem Konto. Das ist dann der Unterschied. Der Jester hat dann, keine Ahnung, sagen wir, gleiche Spielzeit, hat 100 Products auf dem Konto oder auf der Bank liegen und der Blade hat dann halt nur 50. Weil er halt etwas teureres Equipment hatte, 135er Set etwas teurer, zweite Bloody-Waffe etwas teurer, beziehungsweise halt überhaupt, dass er eine zweite Waffe braucht. Der Jester braucht nur eine. Und dann hast du halt 50 F-Coins weniger angespart, weil du weniger sparen konntest, weil dein Equipment ein bisschen teurer war. Aber bis dahin ist das eigentlich der einzige Unterschied. Und außerdem, was man, wie gesagt, was ich oft finde, dass das einfach vergessen wird, Blade braucht kein Element plus 10. Das heißt, ich muss ein Bloody Jojo plus 10, 10 machen. Der Blade muss nur eine Bloody Axe plus 10 machen, die zweite reicht plus 8 und bei beiden macht er Element plus 1. Ich muss fast jeden Tag Ele Change benutzen, jetzt aktuell nicht, weil ich bei Feuermonstern level, da spare ich mir das Element Change, deswegen bin ich auch hier, wo ich gerade bin, weil die Monster Feuer sind, spare ich mir das Element Change. Für Meteo und Red Meteo. Aber ein Blade kann einfach machen, was er will, weil jedes Mal Element Changen kostet nur 1 bzw. 2 Millionen Penya. Und da hat er auch nochmal fette Einsparungen. Das heißt, das bisschen bis 150, also 135 Equipment und Bloody-Waffenzeug, das, was er in Anführungszeichen mehr ausgibt, der Blade, holt er eigentlich durch die Einsparungen von einem Element-Upgrade locker wieder rein. Und das heißt, bis 150 bist du eigentlich trotzdem irgendwo Break-Even, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der Blade viel mehr Schaden macht. Also locker 20 bis 30% mehr Schaden. Bei exakt gleichem Equipment. Und, ja, das war's schon. Also, bis dahin. Und ab 150, das ist dann der Punkt, okay, da kann man dann nicht mehr sagen, kann man ja mit Element-Upgrade oder sowas ausgleichen. Nee, da dann nicht mehr, weil 2 cleane Hernes-Äxte, was ja eh schon nicht mal best in Slot ist, das ist ja nur also Hernes-Waffen sind ja nie best in Slot für DPS.
Aber selbst 2 Hernes-Waffen oder selbst 2 Hernes-Swords würdest du wahrscheinlich auch schon... Hernes-Sword habe ich tatsächlich noch kein einziges gesehen. Sagen wir jetzt einfach mal, die gehen für 30.000. Weiß ich nicht, vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger, keine Ahnung. Aber du bräuchtest es auch zweimal. Und dann wärst du schon bei 60.000 F-Coin und du kriegst safe ein Hernes-Jojo für viel weniger. Und da hättest du dann schon wieder einen so krassen Unterschied. Für das Geld kriegst du 100 oder 200 oder 300 Element Changes. Also bis das mal durch Element Change reingeholt wurde. Oder also da sind die Unterschiede dann so krass, da kann man dann so nicht mehr wirklich argumentieren. Aber bis 150 kann man so, finde ich, schon argumentieren. Und dann, ja, warum sollte man sich gegen den Blade entscheiden? 150 ist schwierig. Weil da, wie gesagt, dann wird es wirklich so teuer beim Blade. Das ist dann ein bisschen was anderes. Aber bis dahin würde ich sagen, warum sich jemals gegen den Blade entscheiden? Und von Crystal braucht man gar nicht anfangen. Du sagst Crystal, Axt, Te. Gestern wurde eine wohl für 160.000 verkauft. Die zweite weiß ich nicht. Wurde zwar auch verkauft, aber da hat er nicht mehr geschaut. Das lief wohl über Discord, das Bietergefecht. Aber auch auf jeden Fall über 100.000. Und Crystal Jojo habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner einen Crystal Jojo für über 100.000 gekauft hat. Bis jetzt. 1000%ig nicht. Und 2 Äxte würden quasi weit über 200.000 kosten. Also da reden wir halt von Tausenden von Euro Unterschied wahrscheinlich. Das ist schon auch crazy. Das Blade mit Bloody stärker als Jester mit Hernes. Kann ich dir nicht sagen, weil ich es nie verglichen habe, aber doch ziemlich sicher. Also bis zum DPS-Ranking müsstest du eigentlich nachschauen können. Achso, wobei Bloody-Waffen sind dann, glaube ich... Ja, doch, müsste man eigentlich im DPS-Ranking nachschauen können. Also... Wahrscheinlich ist es ungefähr gleich. Also ein Blade mit Bloody ist wahrscheinlich ziemlich genauso stark wie ein Jester mit Hernes. Oder vielleicht sogar stärker, ja. Würde ich jetzt schätzen. Also ich müsste nachschauen, aber wahrscheinlich schon. Yeah. Also ja, warum sollte man sich dafür jemals entscheiden? Außer man will es halt unbedingt spielen. Das wäre halt der Grund. Das wäre der Grund. Giant Catzy mit 88 ist ja unmöglich solo. Alle Giants im Tower als 1v1 sind fast unmöglich solo, wenn du kein sehr gutes Equipment hast. Also wenn du sie face-tankst, schwierig. Und vor allem auch, wenn du ohne RM reingehst. Was man ja in der Regel tut, leider. Oder tun muss.